Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute geht es endlich mal weiter mit der Reihe Alle meine Pressungen von einem Album. Und zwar natürlich von einem KISS-Album, weil davon habe ich die meisten Pressungen, obwohl es mittlerweile auch schon Machine Head-Alben gibt, wo ich einige Pressungen habe von einer Platte. Also dann könnte ich diese Rubrik auch mit vielen anderen Bands machen, aber ich mache es hier hauptsächlich mit KISS. Heute sind wir bei Double Platinum angekommen. Habe ich ja leider vergessen. Ich habe ja zwischendurch mit den Soloalben angefangen und hatte, glaube ich, die Alive 2 und Double Platinum vergessen dazwischen. Weil wenn man so im Internet in die Diskografie guckt, wie die Alben erschienen sind, werden oft die Best-of und die Live-Alben nicht mit angezeigt. Deswegen habe ich da so ein bisschen den Überblick verloren. Aber jetzt geht es weiter mit Double Platinum und ich würde sagen, nach dem Intro starten wir. Und das ist, ich sag mal, eine deutsch zensierte Version mit dem typischen Z-Logo und das Ganze, wie ihr seht, in Grau. Das ist nicht wie sonst in Chrom. Das ist halt eine deutsche Hüllenversion. Ist natürlich ein Gatefold, sieht hinten wie vorne gleich aus. Da haben wir dann hinten die Nummer natürlich drauf. Das Ganze ist embossed, also so ausgestanzt, reingestanzt. Und innen drin haben wir dann auch in Grau ohne diesen Chrom die Köpfe rein geprägt. Sehr, sehr schön. Das Ganze ist wir gucken hinten drauf, aus dem Hause Phonogram, printed in West Germany. Da ist sind keine Einleger oder irgendwas bei, soweit ich weiß. Auf jeden Fall habe ich keine. Und auch hier seht ihr, das Ding ist made in West Germany. Ist sehr staubig. Müsste ich mal waschen, die Platte. Aber das Ganze halt mit Casablanca-Label, printed in West Germany. Das ist diese Version. Ja, ich weiß gar nicht, wie es bei euch ist. Also bei uns geht hier ein bisschen die Welt unter. Wir sind im Schneechaos im Norden versunken. So viel Schnee habe ich, glaube ich, keine Ahnung, 10 Jahre nicht mehr gesehen oder so. Ich weiß nicht, wann das letzte Mal so ein bisschen mehr Schnee lag. Ist schon krass. Aber es geht hier heute nicht ums Wetter, sondern weiter um KISS-Platten. Hier seht ihr nochmal eine Version, die auch nicht in Chrom kommt, auch nicht geprägt, sondern das ganze Cover ist normal. Das ist auch aus dem Hause Phonogram, printed in West Germany. Dann haben wir hier nämlich Fotos drin. Ich muss gestehen, bei Double Platinum habe ich so ein bisschen wenig Überblick. Ich habe keine Ahnung, was das alles für Versionen sind und es gibt da relativ viele Varianten. Ich glaube, ich habe bei weitem auch nicht annähernd alle. Ich habe auch echt wenig Double Platinum. Obwohl der eine oder andere würde sagen, okay, das ist ganz schön viel, was er da hat, wenn er jetzt das Video gesehen hat. Aber es ist im Verhältnis zu anderen Alben doch sehr, sehr verhalten, was ich da habe. Das Ganze kommt dann mit dieser Scheibe und ich hoffe, da ist die richtige drin. Die ist außerdem im sehr schönen Zustand. Das Ganze ist dann made in Holland. Ob es wirklich die richtige Scheibe ist in dem Teil, weiß ich nicht, weil hier ist auch eine andere Nummer drauf als da. Also ich bin mir bei der Version hier nicht so ganz sicher, ob der Inhalt zur Platte passt, also zum Cover passt, also die Platte zum Cover, so rum. Wir gucken auch noch mal die andere an, was ich da jetzt habe, ob das dann ähnlich ist. Das Ganze ist auch made in Holland, also kein Schimmer, müsste ich jetzt wirklich bei Discogs mal gucken, was für eine Version das hier ist und ob der Inhalt da korrekt ist. Vielleicht schreibt ihr es mir in die Kommentare, wenn ihr es besser wisst. Dann kommen wir zu einer Neupressung, sag ich mal. Ich weiß gar nicht, wann die erschienen ist nicht allzu lange her. Ich habe hier auf meine Hülle den Sticker gemacht, der war natürlich auf der Außenhülle, da seht ihr es. Den habe ich darauf geklebt, da sind die Songtitel drauf. Und dann haben wir auch hier, ähnlich wie bei dem anderen Cover, dieses gedruckte, innen drin auch mit diesen Bildern. Hinten sieht das Ganze so aus. Und da drin sind jetzt nämlich silberne Schallplatten. Das ist so eine, auch wieder Limited Edition gewesen. Im silbernen Vinyl, mittlerweile auch recht rar, recht teuer mittlerweile schon. Also das Ding auch eine sehr, sehr schöne Version, die neu aufgelegt wurde. Ich weiß nicht, ob es irgendeine Anniversary-Version am Ende war. Steht das da irgendwo? Nicht wirklich. Und wir haben noch natürlich
im wunderschönen Zustand. Ich lasse das Ding jetzt mal in der Hülle drin. Diesen Award da mit drin. Das finde ich sehr geil, weil den habe ich mehrfach, aber halt ja nicht in diesem wunderschönen Zustand. Auch hier mit dem deutschen Logo geprägt. Das ist schon sehr, sehr cool. Die Version wirklich ein kleines Highlight. Dann haben wir hier eine UK-Pressung. Da muss ich sagen, ich glaube, dass der hier falsch drauf gemacht wurde, weil da steht nämlich Printed in USA. Der Aufkleber ist, glaube ich, auf die falsche Hülle geklebt worden. Das Ding war damals in der Sammlung, die ich gekauft habe, mit drin. Hier sieht man, das ist wie abfotografiert, das Cover und dann drauf gedruckt. Auch eine sehr interessante Variante. Und dann kann man das hier öffnen. Innen drin ist das Ganze dann blau mit den Fotos. Auch eine coole Variante. Und innen drin haben wir dann diese Hüllen. Innenhüllen sehen so aus, leider nicht mehr sehr schön im Zustand. Und dann kommt da diese Scheibe. Habe ich auch noch nicht gewaschen, das Vinyl. Sieht auch sehr, sehr nice aus. Wie gesagt, eine UK-Pressung, Original Sound, bla bla bla. Ich weiß gar nicht, steht das noch irgendwo explizit? Hier steht jetzt auch irgendwie nur US. Ich habe keine Ahnung, wie gesagt, ich bin völlig raus bei diesen Double Platinum Sachen. Das ist wirklich sehr, sehr unüberschaubar, also sagt man das so, also unübersichtlich so rum, was es da so alles gibt. Also falls ihr irgendwas wisst, ob ich hier die richtigen Alben oftmals in der richtigen Hülle habe, sagt mir Bescheid. Also ich kann es natürlich auch nur so nehmen, wie ich es bekommen habe. Und so waren die halt. Das ist wirklich, ja, also die Hülle müsste eine UK-Pressung sein. Ob jetzt die Vinylscheiben dazu passen, ich bin der Meinung, ich habe das damals auch schon mal nachgeguckt bei Discogs. Ich glaube, es passt alles so, aber 100% sicher bin ich mir jetzt auch nicht. Ja, kommen wir zu den ersten richtigen Chrom-Fassungen. Und das ist natürlich dann auch schon mit Original-Logo. Ich habe gar keine, oder ich habe sie nicht gefunden, weil das ist momentan noch sehr unübersichtlich in meinem Keller. Gar keine verchromte mit deutschem Logo, wenn ich das richtig sehe. Ich weiß gar nicht, gibt es verchromt mit deutschem Logo? Also bei Double Platinum muss ich wirklich noch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Das ganze Ding sieht so aus, innen drin auch die gestanzten Köpfe. Hinten drauf ist auch ein Sticker, der ist auch Printed in USA, scheint irgendwie dann vielleicht zu passen, keine Ahnung. Und innen drin haben wir dann auch mit mit silbernem Label Double Platinum, müsste eine US-Pressung dann sein. Das Ding auf jeden Fall so schon mal ganz nice. Ja, hier auch keine weiteren Inserts oder irgendwas bei. Das Teil ist wirklich einfach nur so, wie es hier ist mit Schallplatten. Wenn wir dann Richtung Inserts gehen, dann kommen wir jetzt nämlich zu diesem wunderschönen Teil. Da habe ich nämlich tatsächlich alles dabei. Einmal den Umschlag, wo man die Bestellung reinschmeißen konnte. Hier der passende Bestellflyer, schon ein bisschen defekt. Da konnte man die Müller-Bilder bestellen. Und hier hinten das Bestellteil. Dann der Award mit dem gestanzten Original-KISS-Logo. Nicht mehr ganz so schön, aber halt printed in USA. Und dann hier ein ziemlich abgewarztes Cover mit Cut Corner und innen drin auch mit den gestanzten Köpfen. Und auch die kommt dann mit dem silbernen Label. Ob das jetzt auch wieder dieselbe Pressung ist wie eben, müsste ich jetzt vergleichen, habe ich auch nicht im Kopf. Auf jeden Fall ist die hier mit Inserts und da müsste ich dann auch noch mal genau gucken, ob ich vielleicht irgendwie eine schönere habe, die dieselbe Pressung ist, die ich da dann ja eigentlich austauschen könnte. Aber ich glaube, ich hatte da auch schon mal geguckt. Das waren, glaube ich, nicht die identischen Pressungen. Also da muss man auch so ein bisschen immer genau schauen, was habe ich hier eigentlich. Dann kommen wir zu dem Teil hier. Da müsste ich jetzt tatsächlich wieder in die Tiefe gehen und gucken, was ich hier habe. Das ist auch wieder eine, ich glaube, ausländische Pressung. Das Ganze kommt mit diesem Cover und ist kein Gatefold. Das ist wieder irgendwie so Richtung, weiß nicht, geht das Richtung Korea oder irgendwas? Ich weiß es nicht genau.
Steht das hier irgendwo? Nee, vielleicht schreibt ihr es mir in die Kommentare. Auch das Cover, hier das Label von der Platte sieht sehr, sehr lustig aus. Und ja, wie gesagt, absolut kein Gatefold oder sowas, sondern eine ganz normale mit bei mir Kunststoffhüllen drin. Ob das Original so ist, weiß ich auch nicht. Aber natürlich gern genommen, diese Variante. Cover ist nicht mehr ganz so schön, aber trotzdem cooles Teil. Auch hier der Unterschied, dass hier in der Mitte diese Schrift reingedruckt ist. Das hat man auch bei keinem anderen. An der Seite sieht das Ganze dann so aus. Ups, ich mach's mal scharf. Ja, genau. Da hat man dann diese Bedruckung an der Seite des Covers. Dann hier auch weiter, denke ich mal, eine US-Pressung. Auch wieder gestanzt. Wir gucken mal rein. Da kommt mit Casablanca Label das Ganze in Hülle. Und hier wieder Double Platinum, auch mit so einem Label. Das Label sieht allerdings, glaube ich, ein bisschen anders aus als die von vorhin. Also das scheint auch wieder eine Variante zu sein. Auch da kann ich nicht genau sagen, was für eine. Das Ding ist, mein Ziel ist es irgendwann mal das Ganze zu katalogisieren und hinten immer so auf die Covers oder auf die Cover, nicht auf die Cover, mein Gott, auf die Kunststoffhüllen, so rum, raufzuschreiben, was man da letztendlich hat und das Ganze dadurch ein bisschen übersichtlicher zu machen. Aber dadurch muss ich durch Discogs durchgucken und mich da durchforsten. Kostet Zeit und ja, ist mal nicht so eben schnell gemacht. Eine weitere Version in Chrom sieht auch ein bisschen abgewetzter aus. Das Ganze vorne ein kleiner Stickerabriss drauf. Dann hier drin wieder die gestanzten Köpfe, glänzt aber innen drin wirklich sehr, sehr schön. Dann holen wir das Ganze einmal raus. Hier auch wieder silbernes Label drauf. Auch da, ich gehe davon aus, es ist eine US-Pressung. Nee, ist eine deutsche Pressung, jetzt sehe ich es gerade, keine erlaubte, bla bla bla. Das ist tatsächlich eine deutsche Version mit Original-Logo. Auch sehr interessant. Ja, auch da habe ich keine Inserts oder irgendwas, aber Original-Logo und anscheinend aus Deutschland. Ja, dann habe ich hier eine Version, da habe ich damals dieses Booklet mitbekommen. Das dürfte aber eigentlich zur Killers gehören, wenn ich mich jetzt richtig entsinne. Ist jetzt hier mit drin. Ich denke mal, dass das nicht original dazugehört, war damals bei der Platte mit bei. Hat einen recht schönen Zustand. Das Rot sieht noch sehr gut aus. Kleinen Cut Corner. Und dann schauen wir da mal rein, was uns da erwartet. Das scheint wieder eine US-Pressung zu sein. Auch wieder mit silbernem Label. Ich gucke mal, ob ich da noch irgendwie jetzt vorne irgendwelche Inserts drin habe. Ja, da kommt ein Award im recht guten Zustand mit. Der sieht noch recht gut aus mit Original-Logo. Alles schön. Was anderes scheint aber nicht mehr dabei zu sein. Ne, das ist tatsächlich nur diese Award-Geschichte. So, kommen wir langsam zum Finale. Hier haben wir das Ganze nochmal mit Original-Kiss-Logo und zwar auch wieder nicht in der Chrom-Version. Das Ganze sieht so aus, auch in gestanzt. Ist ein bisschen rau die Hülle. Dann haben wir hier auch wieder die silbernen Logos drauf. Da steht auch keine erlaubte Vervielfältigung. Scheint auch eine deutsche Version zu sein. Sieht man das hier irgendwo? Also ich kann es jetzt nicht erkennen. Hinten steht auch nichts drauf, irgendwie vom Bellaphon oder sonst wie. Also ich bin echt gespannt, ob ihr mehr Infos habt und mir hier ein bisschen aus der Patsche helfen könnt, weil das ist für mich hier gerade alles böhmische Dörfer. Dann geht es weiter mit Japan-Pressungen. Und da zeige ich euch jetzt einmal ja, die beiden, weil hier ist einmal das Obi ja, ohne diese Verbreiterung. Ich bin aber nicht ganz sicher, ob das wirklich von Hand zugeschnitten wurde, aber ob es wirklich so gehört. Oder war das bei einer anderen Platte? Ich weiß es gar nicht mehr. Wir gucken hier mal rein. Irgendwo war eins, wo ich dachte, nee, das hier sieht relativ gerade aus. Da haben wir hier den Einleger. Dann haben wir hier diese Beilage und da ist Printed in the USA. Das ist, glaube ich, nicht original zugehörig. Bin mir da auch nicht sicher, weil es ja eine Japan-Pressung ist.
Und dann haben wir hier die Hülle drin, die Platte drin, mit diesen typischen Japan-Innenhüllen und halt mit so einem Casablanca-Label. Ja, hier das Ganze mit einem größeren Obi und auch da haben wir diesen Einleger hier. Das Ganze sieht so aus. Dann schauen wir einmal, ob wir noch weitere Beilagen haben. Da haben wir einmal das Ganze mit diesem silbernen Logo, aber das ist hier eher grau als silber gedruckt. Ja, und dann kommt das Highlight dieser Version, wo ich wirklich mega stolz drauf bin. Das ist nämlich das Poster, weil das ist wirklich super rar, super selten und wenn dann auch super teuer. Das ist das Original Double Platinum Poster in der Japan Edition. Sehr, sehr genial, dass ich das habe. Und da war ich damals super glücklich, als ich die Sammlung gekauft habe, dass das Teil da mit drin war, weil das ist halt nicht so oft zu kriegen. Das war's. Ja, das ist halt meine Double Platinum Sammlung, von der ich wirklich wenig Ahnung habe, wie ihr gemerkt habt. Aber ja, ich knie mich da jetzt auch nicht zu 100% rein, über jede Pressung Bescheid zu wissen. Also entschuldigt bitte, wenn ich wirklich da nicht der Fachmann bin und auch Fragen da nicht beantworten kann. Ich sammle einfach nur, was ich finde, was anders aussieht als das, was ich schon habe. Und wenn ich was doppelt habe, verkaufe ich es. Deswegen, ja, so richtig, also ein paar Sachen habe ich ja Ahnung, aber halt von vielen Sachen halt einfach nicht. Aber darum geht es hier auch bei mir nicht, dass ich hier das Wissen verbreite, sondern ich zeige letztendlich einfach meine Sammlung. Das ist das Ziel meines Kanals. Ich bin raus. Ich bin sehr auf eure Kommentare gespannt und freue mich natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet und wenn ihr einen Daumen da lasst, einen Kommentar und natürlich ein Abo, wer es noch nicht getan hat, würde ich mich mega freuen und hilft dem Kanal. Demnach, keep on rockin'. Tschüss.